Wir werden heute zusammen romantische Windlichter basteln. Was ich damit meine, das zeige ich euch in diesem Video. Herzlich willkommen bei Verkunstet. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bevor wir mit dem Video starten, hier noch einmal kurz erinnert, abonniert den Kanal, damit würdet ihr mir sehr helfen. Und einmal bitte die Glocke schlagen für mich, damit ihr nichts verpasst, wenn wir hier ein neues Video hochladen. Ich habe gesagt, ich würde gerne heute mit euch ein romantisches Windlicht basteln. Und zwar mit einem ganz beliebten Mittel von mir, mit einer Milchtüte. Was wir alles dafür brauchen, das zeige ich euch mit der Materialliste. Wir brauchen als allererstes das Grundgerüst, und zwar eine entpackte Milchtüte. Das heißt, hier schon eine Milchtüte fertig, ohne Folie. Wenn ihr euch jetzt wieder fragt, wie hat sie denn da die Folie abbekommen? Kleine Empfehlung von mir an dieser Stelle. Ich habe ja schon einiges mit Milchtüten gemacht. Und in einem der ersten Videos zeige ich auch, wie ich die Folie abmache. Schaut euch das ruhig mal an, weil das jetzt nochmal hier zu erklären, würde einfach zu lange dauern. Also Milchtüte. Als nächstes brauchen wir einmal einen Stift, weil wir werden die Milchtüte einmal als Häuschen zurechtschneiden. Damit werden wir dann nachher schon mal die Fenster und das Dach vorbestimmen. Wir brauchen eine Schere, um das Ganze zuzuschneiden, einmal einen Cutter, jedenfalls ich einen Cutter, um die Fenster nachher auszuschneiden. Wir brauchen einmal Servietten. Ich habe jetzt hier eine große Auswahl an Servietten einfach mal ausgebreitet. Ich habe sowohl sommerlich noch Servietten hier liegen. Ich habe einmal schon so ein bisschen herbstlich mir was rausgepickt. Wer möchte, kann auch schon anfangen, winterlich zu dekorieren. Das heißt, schon für Weihnachten vorbereiten. Das geht jetzt natürlich auch schon. Dann brauchen wir einmal für die Servietten den Pinsel, um die Servietten nachher aufzubringen, und wir brauchen einmal den Serviettenkleber. Für die Beleuchtung habe ich mir zweierlei Möglichkeiten überlegt. Einmal habe ich hier mir eine Lichterkette bereitgelegt. Das wäre mein Tipp für alle die sagen, sicher, weil wir haben Kinder, wir hätten Angst mit Kerzen und verbrennen, dass die mir die umschmeißen, dann wäre das die sichere Alternative. Oder aber wer sagt, braucht man alles nicht, ist alles in Ordnung, einmal hier ein Glas, was wir nachher in das Windlicht reinsetzen mit einer Kerze. Ja, das ist erstmal das, was wir alles brauchen. Ich würde sagen, wir starten. Wir werden als erstes uns die Vorzeichnungen machen, bevor wir ans Schneiden gehen. Ich fange an, einfach schon mal hier mir die Linien zu ziehen für das Dach unseres Hauses. Also fangen wir einfach hier an. Nachdem wir das jetzt haben, mache ich mir die Fenster noch hier rein. Fenster haben wir, Dach haben wir. Von meiner Seite noch ein kleiner Tipp. Ich habe jetzt bei den Einzeichnungen immer so ein bisschen darauf geachtet, dass wir hier immer von einer Ecke zur anderen Ecke
ankommen und wieder weggehen, sodass wir nachher, wenn wir es ausgeschnitten haben, ein gleichmäßiges Bild haben. Genauso habe ich das hier, also ich habe es einmal beim Dach gemacht und genauso auch bei den Fenstern. So habe ich nachher, wenn ich es ausgeschnitten habe, so wenigstens ein bisschen den Eindruck, dass alles gleichmäßig ausgeschnitten wurde. Es muss nicht akribisch sein. Ihr habt gesehen, ich habe nichts gemessen oder irgendwo dran gehalten. Ich habe es jetzt einfach auf Augenmaß gemacht. Aber durch dieses etwas drehen und immer gucken, wo habe ich angefangen, so habe ich auf der anderen Seite weitergemacht, komme ich immer wieder in diese Richtung rein. Also einmal hier nochmal so für euch zum Schauen. So habe ich es aufgezeichnet. Jetzt beginnen wir mit dem Ausschneiden. Relativ einfach. Ich mache mir hier oben den Kopf ab, weil den brauche ich nicht. So, und dann fangen wir mit dem Dach an. So, jetzt seht ihr schon, jetzt haben wir einmal die Dächer, jetzt müssen wir noch die Fenster. Die Fenster sind jetzt ein bisschen, ja, schwieriger will ich es jetzt nicht sagen, aber da müsst ihr ein bisschen aufpassen, weil ich mache es jetzt hier mit dem Cutter. Ich zeige euch jetzt mal so für euch den ersten Schnitt. Ich gehe hier vorsichtig rein. Und gehe dann hier oben rein, vorsichtig reinschneiden, damit ich meine Finger nicht mitnehme. Und was nicht mit dem Cutter geht, korrigiere ich dann mit der Schere. Das mache ich jetzt mit allen Fenstern so, aber ich denke, das mache ich jetzt in aller Ruhe. Wir kommen wieder zusammen, wenn ich es fertig habe. Die Tüte ist jetzt fertig für die Serviette. Ich habe jetzt hier schon mir ein Muster ausgesucht. Nochmal kurz zur Erinnerung. Die Serviette müssen wir einmal entpacken ebenfalls. Das heißt, wir müssen hier dieses Weiße, was das alles verstärkt, abziehen. Kleiner Hinweis, auch hier an dieser Stelle, Serviettentechnik habe ich schon mal gemacht. Schaut euch auch da bitte noch mal das Video an, wenn euch das jetzt nicht reicht. Also hier der Hinweis, ihr seht, das wäre das, was wir brauchen. Das einmal abziehen und wegtun. Das tun wir an dieser Stelle auch, weil ich habe mir die Sachen schon vorbereitet. Ich habe mir hier die Serviette schon mal in verschiedenen Stücken zerrupft, weil ich schneide es nicht, dann ist es leichter, das aufzubringen hier. Ich fange jetzt mit den großen Stücken an. Wir nehmen den Kleber. Was ich jetzt wohl noch tue, ist, bevor ich die Serviette ganz drauf bringe, ist hier schon mal ein bisschen Kleber drauf bringen. Warum? Damit die Serviette da gleich schön drauf hängen bleibt auf der ganzen Sache und nicht noch durch das Pinseln verschoben wird. Einmal drauflegen. Zielen wir gut. Ein bisschen festdrücken und dann geht es auch schon los. Hier was über der Kante drüber geht,
einfach umlegen, mit dem Kleber befestigen. Das sieht man nachher nicht mehr. Für das Dach, hier oben, lege ich das auch um. Ihr seht es hier und mit dem Kleber einmal umlegen und festmachen. Damit hätte ich die erste Seite schon fertig. Von meiner Seite noch der Hinweis, weil bestimmt werden jetzt einige sagen, wieso beklebt sie jetzt die Fenster wieder zu, die sie vorher ausgeschnitten hat. Die schneide ich nachher wieder aus. Nur ich finde, es ist so einfacher, erstmal die Serviette im Ganzen aufzubringen und dann nachher die Fenster wieder auszuschneiden, als das vorher noch auszumessen, dann auszuschneiden, dann die Serviette. So funktioniert es einfach besser, jedenfalls für mich. So, und damit ihr jetzt nicht bei der unendlichen Pinselei dabei bleiben müsst, würde ich sagen, bis gleich. Das Häuschen ist jetzt fertig, also auch einmal durchgetrocknet und bereit von euch angeschaut zu werden. So sehe das einmal im Ganzen fertig aus, also rundherum beklebt mit der Serviette. Was ich jetzt wohl noch gemacht habe, ist, dass ich hier oben die Spitzen, also vom Dach, einmal noch Serviette herum geklebt habe, weil ich es so schöner fand. Ist kein Muss, ihr könnt es auch offen lassen oder einfach nur mit Farbe versehen, wenn ihr das wollt. Ich habe jedenfalls einfach mir gedacht, noch so ein bisschen Serviette runterzuziehen, das wirkt etwas netter. Ja, was machen wir jetzt? Die Fenster habe ich auch schon ausgeschnitten. Jetzt kommt eigentlich der schöne Teil. Wir legen entweder eine Lichterkette hinein. Ich habe jetzt einfach mir eine gegriffen, die ich gerade so gefunden habe. Stecke sie hier rein. Oder aber ein Glas mit einem Teelicht. Und damit ihr seht, dass das auch passt, tun wir das hier rein. Und fertig wäre unser Windlicht für die romantischen Stunden zu zweit. Alleine mit einem guten Buch und einem guten Schluck Wein vielleicht. Wer weiß. Damit sind wir auch schon wieder einmal zum Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, diesem Video zu folgen. Lasst uns gerne einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert diesen Kanal und betätigt die Glocke, damit ihr auf jeden Fall nichts verpasst, wenn wir ein neues Video hier hochladen. Auch an dieser Stelle sei gesagt, wie bei allen anderen Videos vorne vor, haben wir natürlich auch wieder Outtakes dran gesetzt an dieses Video, damit ihr noch ein bisschen was zu lachen habt über uns beide. Ja, dabei bleibt mir nur zu sagen, wir sehen uns hoffentlich wieder nächste Woche. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Tschüss zusammen. Okay, einmal die weiße Karte. Höher. Super. Dankeschön. So. Nein. Oh, prima. Das mit der weißen Karte kannst du mittlerweile richtig gut. Ja, das habe ich drauf, ne? Das ist jetzt Voll professionell. voll professionell. Deswegen klappt das nicht. Oh, ich bin nicht angeschlossen. Das ist ja jetzt mal wieder. Lülülülü. Nee, ne? Nee, ne? Jetzt haben wir Audio. Und das ist das, was ich heute mit euch gerne machen möchte. Und zwar auf einfache Art und Weise. Wie es quasi wie Fuh. Ja, die Tage werden langsam wieder schön. Wenn du diese Gemassen da schon im Hintergrund machst, ne, ist das ungefähr so, wie wenn du aus dem Luftballon die Luft rauslässt. Langweilig. War das jetzt kurz genug? Ja. Nein?
Storytelling? Du wolltest es kurz und knackig haben. Jetzt habe ich es kurz und knackig gemacht. Jetzt ist es auch wieder nicht gut. Was willst du denn jetzt von mir hören? Romane? Nein. Nein. Ich weiß nicht. Du bist der Künstler. Ja, eben. Nee? Hast du fein gemacht. Dankeschön. Ich werde mal gelobt. Das ist positiv. Das ist wertschätzend. Begeisterung. Und wenn du jetzt bitte mal auch ein bisschen mehr Begeisterung für meine Arbeit hier aufbringen würdest, wäre das sehr schön, mein Schatz. Guck in die Kamera. Ja, ich gucke in diese Kamera. Schau, das Soll ich in die rechte Kamera schauen? Nein. Also soll ich in diese Kamera Die schauen? Leute doch. Ja, da gucke ich doch rein. Ich kann auch dich anschauen, aber das ist ja noch Die ganze verkehrter. Zeit. Was? Guck in die Kamera. Siehst du? Gucke ich. Jetzt hast du mich angeguckt. Es hält die Hand hoch. Es möchte wieder was sagen. Was denn jetzt schon wieder? 5 Sekunden Pause. Nicht auf den Tisch hauen. Bitte sagen. Hallo und herzlich willkommen bei Verkunstet. Mein Mann kriegt wieder die Krise. Ich darf jetzt leider nicht hauen, obwohl ich es gerne tun würde. Er geht mir auf den Keks, aber egal. Er ist trotzdem süß. Was? Du hast keinen Keks. Bevor wir starten, hier nochmal... Bitte? Ich hätte gerne Pompons. Damit ich hier so ein bisschen wie so ein Hi, Hi, Hi. Ich warte auf die 5. Ich hatte eben schon gesagt, die Tage werden... Nein, hatte ich nicht gesagt. Du machst mich total kirre. Weißt du das? Nochmal. Einmal mit Profis. Ja, du gehst mir um Keks. Weiße Karte, weiße Karte, weiße Karte, weiße Katze, 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 Katze. Yes. Unser heutiges kleines